Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie versprochen gibt es heute das neue Fallout London Video. Ich habe den Rotzi mit. Hallo Rotzi. Hallo. Und hier den Twitch-Chat, den kennt ihr ja mittlerweile auch schon. Wir nehmen das gerade live auf Twitch auf, ist unten alles in der Infobox verlinkt, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis, meine Freunde, ich bin jetzt LevlUp-Partner, das haben einige von euch schon mitbekommen. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen und ihr gerne Gaming Booster trinkt, dann nutzt doch gerne meinen Code Jakob. Momentan könnt ihr 5% sparen bei einer Aktion, wo ihr 3 für den Preis von 2 bekommt. Also gerne reinschauen, würde ich sagen, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da meinen Code benutzt. Mit dem aus dem Weg. Wie versprochen gibt es heute das Video zum Thema Fallout London. Und zwar gibt es da wieder, oder was heißt wieder, es gibt ein Final Progress Video. Rotzi, was ist ein Final Progress Video, Rotzi? Es geht darum, dass da noch einige Sachen beleuchtet werden, wo Fragen aus der Community gekommen sind. Und es zeigt nochmal, wie der Stand der Dinge ist, bevor dann diese Total Conversion von Fallout 4 in etwa 2 Monaten veröffentlicht wird. Genau, alles Genauere zu diesem Fallout London Thema, um was es da überhaupt geht, plus Release-Termin und so weiter, verlinke ich euch im Abspann. Also in der Endcard könnt ihr auf ein Video klicken, wo ihr alle Infos bekommt, um was es sich da eigentlich handelt. Denn wir haben das jetzt schon ein paar Mal in den Videos erklärt. Ich glaube, wir müssen das nicht jedes Mal wieder machen. Rotzi, die meisten wissen eh schon, um was es sich handelt. Für die, die es noch nicht wissen oder noch nicht kennen, im Abspann ist ein Video verlinkt. Dieses Video, was wir uns jetzt hier angucken, beziehungsweise wo wir jetzt gemeinsam drauf unter Anführungsstrichen reacten, beziehungsweise was wir halt auseinandernehmen und uns anschauen, ist unten in der Infobox verlinkt. Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet, ob ihr Fallout London spielen werdet und ob ihr generell dann auch mehr Content hier auf diesem Kanal sehen wollt von Fallout London. Denn ich brauche da immer so ein bisschen einen Anhaltspunkt eurerseits, auf was ihr steht, was ihr gerne sehen wollt, auf was ihr Bock habt, damit ich weiß, wie ich meine knapp bemessene Zeit am besten investiere. Gut, Rotzi, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, oder? Ja, starte es. Fallout London Final Progress Video 2024. Viel Spaß, Leute. Greetings, it's me again. Letitia here with another Fallout London update video. Before you get all confused, this is the quarterly update to round off last year, 2023. We know 2024 is the big year for us, but stay tuned, you'll find out some news that you've not heard yet. Welcome back to Old Blighty. Now, let's... Genau, da sind wir jetzt beim Release-Termin angekommen, Rotzi, am 23.04.24. Ja, in so ziemlich 2 Monaten. Sind wir schon sehr gespannt, weil da werden wir uns definitiv reinhauen. Keep things short and sweet this time, so I'll pass you straight on to Bonhart. Bonhart here from the voice acting team, speaking on behalf of the PR team, because many of you commented on our last video, slightly confused by the huge numbers and what the word sell actually meant. Ah, schau, also im letzten Video, das wir auch angeguckt haben, was eben in der Endcard verlinkt ist, ging's halt, wurde einiges erklärt. Unter anderem ging es darum, wie viele verschiedene oder was die Anzahl der verschiedenen Zellen sind, die da quasi im Game vorhanden sind, gell, Rotzi? Das ist ja so eigentlich genau. eine Größen, wie sagt man so, eine Größenangabe, so einzelne Zellen. Und viele waren da verwirrt drüber und haben dann in den Kommentaren nachgefragt, um was es sich handelt. Und der nette Android, oder was das auch immer sein mag hier, wird uns das jetzt erklären. Und ich werde versuchen, euch das so gut wie es geht ins Deutsche zu übersetzen. Gemeinsam mit dem Rotzi, oder? Ja. Well, it's simple, really. Our world is made up of cells. A cell refers to a level or location in Bethesda's game engine. Also die Größenangabe sind die Zellen und eine Zelle ist halt eine Location oder ein Map-Teil in der Fallout Engine, gell, Rotzi?
Ja, er erklärt das gleich oder es zeigt es an einem Beispiel, wie groß so eine Zelle sein kann. As much as an interior level is a single cell, a world space is made up of a collection of cells. We are clarifying this to give context to this list in respect to exterior world spaces. So when we say we have 150 exterior cells, we mean something a bit like this. Wow, okay, das sind 150 Zellen quasi, oder was? Rotzi, sehe ich das richtig? Das scheint mir eine Zelle zu sein. Ah, okay, okay. And considering this Und dieses tiny Stadtviertel ist eben in 150 von diesen aufgeteilt. Diese kleinen quasi nochmal, gell? Das sind dann die Exterior Cells. Also das sind die Zellen und die kleinen und die große ist die. Ja, warte mal, wer wird das schon erklären? little dot here is the player, you can really grasp how big a single... Ich gehe mal ein bisschen zurück noch. We are clarifying this to give context to this list in respect to exterior world spaces. So when we say we have 150 exterior cells, we mean something a bit like this. And considering this tiny little dot here is the player, you can really grasp how big a single cell is. So when we say there's 3,764 of them spread over 15 boroughs, you can really feel how big the world actually is. Boah, ja, okay, verstehe. Der kleine rote Punkt ist quasi der Spieler. Und sie haben jetzt nochmal gesagt, es gibt 3764 Zellen. Also wie gigantisch diese Map von Fallout London sein wird, Rotzi. Ja, Fallout 3 und ich glaube der Fahrhaber DLC, genau. von der Größe her. So groß wird das Spiel wohl sein. So when we say there's 3,764 of them spread over 15 boroughs, you can really feel how big the world actually is. The boroughs are diverse and detailed, with areas each having their own distinct feel. Detailed recreations of many traditional London landmarks can be encountered, along with newly developed areas fitting with the Fallout universe and the vision for Fallout London. We are happy to say that Fallout London is indeed meticulously detailed, teeming with creatures and fully nav-meshed, truly pushing the boundaries of what is possible in the Fallout universe and Bethesda's game engine. Ah, okay, sie haben gesagt, sie haben wirklich das so dermaßen befüllt, diese ganze Map, dass sie quasi bis an die Grenzen der Fallout Game Engine geraten sind. So habe ich das jetzt verstanden, Rotzi. Ja. Next Ja. up, some of you bombarded our comments about why we didn't show the weapons in detail, nor any of our collectibles. Well, there was simply too much to show. When it comes to weapons, many of these items are of course already accessible via our standalone mod for Fallout 4, but much more will be in the full game, so it seemed silly to show them again. One of Fallout's series staples has always been its collectibles. We decided to spice up the Fallout tradition with goodies like beer mats, gramophone records, comics, special books, and cigarette cards, with a whopping 123 comics of entertainment. Cool. With plenty to choose from, we're sure that all this effort will pay off when wayfarers feel right at home, fending off irradiated badges with a Webley whilst munching on some spotted dick. We hope Der Dick, hast du es gesehen, Rotzi? Es ist unfassbar, was die da investiert haben. Auch Wahnsinn. in dieses Worldbuilding, so diesen englischen Flair da reinbringen. Das sieht jetzt schon in diesen kleinen Ausschnitten so dermaßen umfangreich aus. Das ist ein Wahnsinn. this has cleared some of the burning questions for you all. I'll pop you over to Prilladog for a word about the release. Have you ever found that during a game your ping has been terrible? There's an entire world out there, and yet it feels like you're stuck in Croydon. Private internet access helps you overcome these obstacles by letting you change your IP address to one of 91 Das ist eine Werbung, oder was? countries from all when Swedish really Wi-Fi only access for Yes. private internet. I know, we said 2023 and we didn't do it.
If you've not seen the video explaining why, then click the link below. Okay, er behandelt jetzt hier doch mal die ganze Sache, dass sie quasi 2023 angekündigt haben und es ist aber 2024 geworden. Hello, Prolodog here, the project lead. I know, we said 2023 and we didn't do it. If you've not seen the video explaining why, then click the link below and it'll take you right there. The long and short of it is that some of the global conflicts happening in the world today hit some of our team members quite hard, understandably dragging their focus away from the mod. Okay, ihr habt jetzt auch nochmal gesagt, die globalen Probleme hat einige Teammitarbeiter sehr hart getroffen und eben deren Fokus von der Mod natürlich weggezogen auf wichtigere Dinge und deswegen hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. But with careful reorganization, we managed to get things back on track. But we hadn't tested as much as we'd like. So we chose to delay it until the 23rd of April 2024. So there it is in a nutshell. And like we said, we're sorry. But the 23rd of April is rapidly approaching and we'll be there with a mod we hope you'll be glad to play and we can be proud of. So until then, I'll pass you over to someone who's going to tell you about our voice actor updates. Hi again everyone, Stanska here, going to tell you some of the things to do with the voice acting department. Jetzt reden sie über das Voice Acting, also über die Stimmen, die Charaktere bekommen haben. Kann man so übersetzen, oder Rotzi? Ja, im Grunde schon, weil es ist ja alles komplett mit Sprachausgabe, nicht nur eben Mundbewegungen und Untertitel oder irgendwie sowas. Not going to be waffling too much here, but I want to show you some of the great inclusions that we've got here for you within the mod. Some of you keen-eared viewers have seen that we've got an Irish policeman in our recent video, and that's right, it is none other than Call Me Kevin. He's been an absolute star and recently helped us out. It's great to have such a great supporter included in our mod. Now, if we have a look at the very important role of Arthur, who is the leader of Camelot, he is voiced by none other than a very familiar Bethesda Games community staple, Gopher. What do you think? Fallout London certainly contains some notable figures like the two doctors, Sylvester McCoy and Colin Baker. Something to note about our voice acting department is that everyone comes from such a wide array of backgrounds. Some of those are YouTubers, streamers, as well as actual working professionals. And some of those names are none other than Neil Newborn, Dan Bull, Tunnel Snakes Fool, Harrowpons, Pathetic Wolf, Voldemort, Anna Demetriou, and the simply talented boys from Squire, and we have many more that we are going to hold in store for you. Our voice actors make up the backbone of the project, and whilst it's always good to have little sprinkles of magic here and there, it's the sheer talent overall in the voice acting team that will. Der sieht auch interessant aus. So einen Charakter habe ich überhaupt noch nie im Fallout-Universum gesehen. Mit einem grünen Gesicht, oder? Und unten irgendwelche vorstehenden Kiemenrotze. Nee, erinnert mich so ein bisschen an die Mirelurks aus Fallout 3 gemischt mit einem Supermutanten oder sowas. Bisschen, ja, das stimmt. Make Fallout London what it is, truly driving home the story and narrative for you to enjoy. That's the VA section all rounded up, and now we're going to have a look at some 3D with Paul Warren. Hi everyone, I'm Paul Warren, and I've been recruited back into service to tell you all a bit more about the 3D department's work on the factions' outfits. I'll give you all a quick focus on each of their styles, beginning with the Gentry. The Gentry are styled as a group with an aristocratic and tenpenny vibe. They showcase a regal and decadent fashion sense that sets them apart from the rest of the London hellscape. Members of the Gentry don finely tailored clothing, including three-piece suits, waistcoats and silk cravats. Es geht halt darum jetzt, was sie auch zum Beispiel was sie kleidungsmäßig da alles reingebastelt haben. Und das sieht alles schon sehr beeindruckend aus, Rotziger. Ja, jede Fraktion hat ihren eigenen Kleidungsstil und der spiegelt auch verschiedene Epochen von London wider. Ich finde, dass sehr, sehr toll aussieht. Weil
es wurde sich halt gefühlt, so was wir jetzt in den Videos gesehen haben, an allen Ecken und Enden wirklich Mühe gegeben, das sehr umfangreich und detailreich zu gestalten, gell? Ja, allein diese Fahne im Hintergrund und Mhm. was man vorhin schon gesehen hat, diese eine Lokalität, wie viel Plunder da rumgelegen hat. Also da hat man sich beim Interieurdesign und bei der Umsetzung in den Gebäuden echt sehr viel Mühe gegeben. Mhm. Hats, monocles, and fur-lined coats complete their ensemble, exuding an air of privilege and opulence, even in the midst of the apocalyptic turmoil. Camelot has their style in a nutshell. They dress as the post-apocalyptic knights of London. They don regal and battle-worn attire that pays homage to the legends of the Round Table. Their clothing style is a blend of medieval and post-apocalyptic elements, embodying the chivalric spirit. Boah, cool, da sehe ich mich, Rotzi. Mit dem Ghoul gemeinsam. Ja, fesches Hütchen. Ja, generell. Schaut aus wie ein cooler Charakter, ey. A world gone mad. Was mir auffällt, es ist extrem viel mit Masken gearbeitet, gell? Total viele Charaktere haben verschiedenste Arten und Weisen von Masken auf. Wäre auch sehr gespannt, ob das einfach nur ein Stilmittel ist oder ob das irgendeinen speziellen Grund hat. Ja, so als Panzerung kann ich mir das schon vorstellen. Boah, es sieht schon wirklich toll aus, gell? Sehr detailreich, Kleidungsstücke und so weiter. Also ich glaube, dass es schon sehr atmosphärisch werden könnte. Es ist ja, ich finde es mega wichtig, dass so ein Spiel eine gute Atmosphäre hat und vermittelt jetzt schon eigentlich. Sieht schon sehr, 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 sehr gut aus, finde ich. The Vagabonds channel the iconic Peaky Blinders style, Oh, sogar eigene Peaky Blinders haben es quasi. with a hint of post-apocalyptic flair. Their clothing is an homage to the classic 1920s era fashion, featuring tailored suits, flat caps, and suspenders. But instead of razor blades hidden in their caps, they carry a sense of roguish charm that sets them apart. The Isle of Dogs Syndicate exudes an unmistakable aura of London mafia gangsters, reminiscent of the infamous Cray twins. Their clothing style is a blend of vintage charm and criminal swagger, perfectly reflecting the criminal empire they've built. The Tommies, as a faction, epitomize a post-apocalyptic tribute to the valiant soldiers of World War I, but with a modern Fallout twist. Their clothing style combines the ruggedness of World War I British soldiers with the advanced combat armor technology found in the Fallout series. The Pistols are Fallout London's punk gang. They flaunt a rebellious and edgy fashion sense that perfectly embodies. Es hat schon so leichte Cyberpunk-Vibes, ne, Rotzi? So die Punks hier. Ja, schon, aber ich denke, sie spiegeln eher die ursprünglichen 70er Jahre Punks wieder. Their anarchic spirit. Their clothing style is a riot of vibrant colors, ripped leather jackets, studded belts, and mohawks that scream defiance. Tattoos and piercings are their badges of honor, while combat boots and fingerless gloves add a gritty touch to their punk ensemble. Imagine the Roundels as one of London's scooter mod culture gangs. They exude a distinctive sense of mod style that harks back to the originals in the 1960s. Their clothing is a nostalgic tribute to the past, characterized by tailored suits, slim-fit trousers, and parka jackets. These mods ride scooters adorned with mirrors and headlights, adding a touch of elegance to the post-apocalyptic landscape. They really delve into the retro cool aesthetics in Fallout London. Miller's Men, the hard-hitting skinhead gang of Fallout London, sport a no-nonsense and street-smart fashion style.
Their attire consists of shaved heads, work boots, and suspenders, echoing the classic skinhead look. These tough individuals favor slim-fit jeans and plain white t-shirts or button-down shirts, projecting a sense of working-class pride. Miller's men and their fashion embody a fusion of rugged aesthetics and a subculture with a history all its own. The Jack Tars, the historical British Navy gang in our version of London, proudly wear the uniform of the Royal Navy. Their clothing style is a throwback to the golden age of the British Empire. Wahnsinn, oder? Rotz? Ich bin ganz sprachlos, ey. Es hört einfach gar nicht mehr auf, was sie da alles gebastelt und gebaut haben, ha? An verschiedensten ganzen Stilen. Schiffe, ja. Eben, ja, da muss, wenn man ein bisschen den Hintergrund beachtet, gell, sieht nach einem Hafengebiet aus und so, gell. Stell dir vor, das ist alles begehbar und so, das wird ja völlig, ich bin Wahnsinn. Featuring crisp white sailor shirts, navy blue bell-bottom trousers, and traditional sailor hats. These uniforms are adorned with authentic insignias and badges, showcasing their dedication to naval tradition. With the Jack Tars, you'll experience a rich slice of history and maritime culture, really bringing a nod to the seafaring days of yore in this unique Fallout mod. The hooligan style is quite simply that of a raider and football gang. They truly embody that gritty and aggressive fashion sense. Their clothing style merges elements of rugged raider attire with the unmistakable look of British football hooligans. You'll see a sea of football jerseys, often tattered and stained with the sweat of battle, paired with worn-out combat boots. Scarves, often in team colours, are draped around their necks to signify their loyalty to the gang. Tattoos, face paint, and shaved heads are common, reflecting a no-nonsense, street-wise attitude. Many of these assets were made by the Fallout London team. Others were made by community modders, who kindly gave us permission to bring their mods into our world. Full credits below. I'll move you over to Letitia to round things up. Thanks again, everyone. We hope you've enjoyed our top picks in our development update. Remember, this is only our top picks. There are a bunch more leaky leaks on our Discord or on our social media. As always, feel free to leave your comments, and hatred, in the comments section below. We publish new content as often as we can, so be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. Das Video verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox, Leute, wenn euch das interessiert. Den Twitch-Chat haue ich es auch noch gleich rein. I'm Letitia, and as always, thank you so much for watching. We'll see you again soon. Stay safe and remember, Mind the mind the gap. Ja? Rutzi. Das schaut Ich bin sehr vielversprechend gespannt. aus. Ja, ja. Ich freue mich schon Ja. sehr. Es ist sehr, sehr umfangreich gestaltet, glaube ich. Und ich glaube, dass man da wirklich sich toll drinnen verlieren kann. Ich freue mich da wirklich, wirklich reinzuschauen. Allein die ganzen Fraktionen, die es da gibt und dann auch immer entsprechend Quests dafür. Genau. Wer Rotze jetzt auch sagt, Fraktionen gerade, da kann ich euch auch noch, also ich kann euch auch noch das Fraktionsvideo auch gleich noch ans Herz legen. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Könnt ihr euch 2 Videos angucken. Das eine, wo wir genauer auf Fallout London und den Release-Tag eingehen, den 23.04.24. Und ein Video, wo wir die Fraktionsvorstellung behandeln quasi. Ja, Rotzi, ich freue mich da mega, da gemeinsam auch mit dir das ein bisschen abzuarbeiten, durchzuschauen und da immer ein bisschen zu fachsimpeln, sobald das raus ist. Leute, wenn ihr Lust habt auf solchen Content, gell, Fallout London und so weiter und mehr davon sehen wollt, dann bitte schreibt mir einen netten Kommentar, schreibt uns, was ihr gerne sehen wollt, damit wir wissen, dass wir hier unsere Zeit investieren und damit wir den Algorithmus ein bisschen ankurbeln. Vergesst nicht, wenn ihr bei LevlUp vorbeischaut, Code Jakob, unterstützt ihr mich auch sehr damit, gerade 3 für 2 Aktion.
dann nochmal 5% mit Code Jakob, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, Rotzi, dann sage ich danke, oder? Immer wieder gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream, im nächsten Video oder nach Palaccio. Bis bald. Tschüss.